Hallo zusammen und willkommen zurück auf meinem Kanal Was tun, Herr Ingenieur. In diesem Video zeige ich euch, was ihr tun könnt, wenn ihr eine Fritzbox besitzt, irgendwo erworben habt und auf der Rückseite ist der Aufkleber beschädigt oder fehlt ganz. Dann habt ihr theoretisch ja gar keine Chance, mit der was anzufangen, weil ihr das Passwort nicht habt. Aber ich zeige euch genau, wie ihr an das Passwort wieder drankommt, was man da alles auslesen kann und was man sonst noch tun kann, wenn die Fritzbox hinten keinen Aufkleber hat. Und nachdem ihr die Werkseinstellungen zurückgesetzt habt, gilt das Standardpasswort, was unten auf der Rückseite steht. Hier in diesem Fall habe ich mal so einen Aufkleber, der auf der Rückseite ist, mal dargestellt. Da gibt es dann hier das Kennwort und da gibt es den WLAN-Schlüssel und alles, was man braucht, ist da eigentlich schon hinterlegt. Es gibt aber auch Fritzboxen, die man kaufen kann oder sich in der Bucht schießen. Die sehen dann so aus. Das heißt, die setzt ihr zurück auf Werkseinstellungen. Das nützt euch aber eigentlich gar nichts. Ihr habt ja dann trotzdem nicht das Passwort, um euch da einzuloggen. Da kann man zurücksetzen, so oft man will, das wird nichts. Und Passwort wiederherstellen funktioniert ja nur dann, wenn man die Fritzbox vorher bei MyFritz registriert hat, so dass man sich dann das Passwort zuschicken lassen kann. Und das ist auch nur das Passwort, was man selber hinterlegt hat und geändert hat. Das ist ja nie das Passwort von den Werkseinstellungen. Ja, da geht's dann mal los. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie man aus einer Fritzbox das auslesen kann. Es gibt also eine Möglichkeit, in der Fritzbox auf diese Daten zuzugreifen und das Originalpasswort von den Werkseinstellungen auszulesen. Dabei ist aber zu beachten, das ist nicht euer Passwort. Das ist also nicht das Passwort, was ihr irgendwann mal in der Fritzbox hinterlegt habt und jetzt habt ihr es vergessen. Damit hat das nichts zu tun, sondern das ist das Passwort, was bei Werkseinstellungen in der Fritzbox hinterlegt ist, was ihr also jedes Mal wieder bekommt, wenn man alles resettet. Und zwar ist das so, dass die Fritzbox, bevor sie richtig losbootet, erstmal einen Bootloader startet. Also bevor das Betriebssystem geladen wird, wird erstmal ein Bootloader gestartet und der dient dazu, eigentlich erstmal so grundsätzliche Einstellungen vorzunehmen, Ports frei zu geben, alles was nötig ist, hardwareseitig, damit das Ding überhaupt läuft. Das sind so die ersten Befehle, die der Prozessor ausführt. Da habe ich eine schöne Seite zugefunden, die sich da explizit mit dem Fritzbox Bootloader beschäftigt. Die heißt boxmatrix.info. Ich verlinke das nochmal drunter, da hat sich also einer unheimlich viel Mühe gegeben, das rauszufinden, wie das genau funktioniert und was der alles für Möglichkeiten hat und welche Funktionen der Bootloader von der Fritzbox hat. Der ursprüngliche Bootloader war nämlich eigentlich einer, den Texas Instruments gebaut hat. Und die haben den dann, also den Kunden, die sie da haben, die diese Boxen dann bauen, übergeben und teilweise wurde der dann auch modifiziert. So, dass es gekommen ist, dass der einen speziellen Bootloader für die Fritzbox erhalten hat. Und die haben den ganz putzig, ganz nett, haben das kleine Kerlchen Adam genannt. Ist ja auch der erste Mensch auf der Welt, also wie es in der Bibel steht. In dem Fall ist es also das erste sinnvolle Stück Software, was ausgeführt wird in der Fritzbox beim Starten des Prozessors. Und wie der Adam genau funktioniert, ist ja auch dokumentiert. In der Zwischenzeit hieß das Ding jetzt schon Adam 2, also das ist eine neue Version davon. Und da aufbauend hat dann AVM gearbeitet und den verbessert. Und die haben den dann speziell für die Fritzbox ab Kernel-Version 2.6 haben da einen neuen Bootloader geschaffen. Den haben sie dann nicht mehr Adam genannt, sondern der heißt dann intern Eva. Das ist ja auch ganz goldig, dass also der Adam hat ja auch in der Bibel eine Eva bekommen, also in diesem Fall, er hat die Fritzbox dann auch ihre Eva bekommen. So, aber der funktioniert grundsätzlich noch sehr hardwarenah, so wie der von Texas Instrument gedacht wurde. Da sind nur kleine Modifikationen gemacht worden. Und den werden wir heute ansprechen. Also wir werden da drauf kommen. Das ist nämlich sehr cool gemacht, denn für eine ganz kurze Zeitraum stellt der Bootloader einen FTP-Server zur Verfügung. Ungefähr nur so 5 Sekunden kann man dann auf die Fritzbox per FTP zugreifen. Da muss man sich unheimlich beeilen, dass man genau dieses Zeitfenster erwischt, wo kurz der Bootloader noch läuft
und er noch nicht die Verantwortung ans Betriebssystem übergeben hat und er seinen FTP-Server aber schon bereitgestellt hat. Man kann den auf irgendeinem Port erreichen, also ich habe ihn bis jetzt auf Port 1 erreicht. Ich kann ja auch mal nochmal probieren, ob der auf anderen Ports auch verfügbar ist, gehe ich aber von aus. Und dann kann man über die Standardadresse der Fritzbox, also die Hardware hinterlegte Adresse, kann man den dann erreichen. Das werde ich alles mit euch zusammen machen. Dann könnt ihr das sehen, wie man das ausliest. Und am Schluss habt ihr also wieder eigentlich alle Informationen, die hinten auf dem Aufkleber auf der Fritzbox draufstehen würden. Also man kann auslesen die WLAN-ID, die SS-ID, das Kennwort und sogar die Standard-IP-Adresse, wobei die ist ja bekannt bei der Fritzbox. Also wenn ihr so eine Box habt und irgendeiner hat den Aufkleber da abgemacht, ich weiß nicht, warum Menschen sowas tun, wozu das gut ist, ja, also keine Ahnung. Aber es gibt so Boxen zu kaufen, wo irgendein Hase das da abgemacht hat. Das ist natürlich dann für den Otto-Normalverbraucher ein bisschen schwierig, da drauf zu kommen, aber mit den Infos, die ich heute euch in dem Video gebe, geht das dann auch. Also, dann wollen wir mal anfangen. Viel Spaß dabei. So, wie macht man das jetzt konkret? Also IP-Adresse wissen wir und wir brauchen einen FTP-Klienten. Da kann man sich entweder einen runterladen oder man benutzt den, der in Windows integriert ist. Der ist eine Kommandozeilen-Variante. Es gibt natürlich noch schönere, aber für uns reicht das hier. Der Befehl heißt open und dann gibt man die IP-Adresse ein, zu der man hier connecten möchte. Das ist in unserem Fall die 192, 168, 178 und die 1. So, jetzt starten wir die Fritzbox. Die ist wie gesagt angeschlossen am Netzwerk, irgendein Port. Am besten an einem Switch, also direkt verbinden mit dem Rechner würde ich nicht machen, weil es da Probleme gibt, weil dann gibt es einen Connection, der versucht dann die Geschwindigkeit auszuhandeln oder so, das ist nicht gut. Also über einen Switch sollte man das besser machen. So, ich habe die jetzt gestartet und jetzt warten wir ein paar Sekunden, bis der anfängt zu blinken und dann gehen wir da drauf. Ah, hat geklappt. Adam 2, zack. Und dann sind wir schon drin. So, ab jetzt brauchen wir uns nicht mehr zu hetzen. Jetzt hat der Bootvorgang gestoppt. Jetzt bleibt er da in diesem FTP hängen und jetzt können wir da verschiedene Fragen an ihn stellen. Unter anderem fragen wir ihn jetzt erstmal das Passwort. Ne? So, das geht mit dem Befehl hier. Also wir machen quote und dann sagen wir get environmental Variable WebGUI Passwort. Okay. Und draufhauen. Zack, dann kommt's. Also das WebGUI-Passwort in meinem Fall ist hack9969. Schön. Also, dann brauchen wir vielleicht noch den WLAN-Key. Wie gesagt, das sind alles die Dinge, die bei der Erstinstallation beim Rücksetzen gelten. Die ändert man natürlich. Also, get WLAN-Key, zack, das ist der WLAN-Key. Und die SSID, die wäre auch noch interessant. Da heißt der Befehl WLAN SSID, zack, funktioniert auch. Und die IP-Adresse, die können wir auch noch, aber die wissen wir ja eigentlich, die haben wir ja gerade. Zack. So, viel mehr kann man da nicht auslesen. Also ich habe ein bisschen rumprobiert und geguckt, was es da sonst noch gibt. Ist vieles undokumentiert, aber ich habe also nichts Sinnvolles mehr gefunden, was man da auslesen könnte. Sehr hilfreich sind da einige Artikel von OpenWrt. Ich verlinke euch mal unten die Links dazu und die Beschreibung. In der Beschreibung verlinke ich euch das so. Da könnt ihr auch nochmal nachlesen. Also es ist ja immer so, wenn man sich mit irgendwas beschäftigt, dann öffnet sich ja so ein kleines Universum. Ne? Also allein, was da an Entwicklung in diesem Bootloader drin steckt, ist ja phänomenal. Ist ja wirklich Wahnsinn, was da alles geht. Gut, also korrekt verlassen tut man das mit bei. Aber normalerweise haben wir jetzt ja alles, was wir brauchen. Und jetzt können wir direkt die Fritzbox neu starten. Da würden wir ihm jetzt mit Quote und dann ein Reboot mitgeben. Und dann wird er uns automatisch abmelden und gleich neu starten. Wollen wir mal gucken, ob es geht. Zack, jawohl.
Also einmal bedankt er sich ganz nett. Thank you for using the FTP services of Adam 2. Und Goodbye. Goodbye kommt schon von der Fritzbox, wenn die neu startet. Und Verbindung ist auch beendet. Vom Remote Host ist klar. Also wir geben jetzt nochmal Bye ein und dann kommen wir hier auch noch raus. Jetzt sind wir wieder in der Eingabeaufforderung. Wunderbar. Also das hat mal wieder geklappt, wie am Schnürchen. Das Passwort Adam2 und Adam als 2 als User ist also überall so. Das hängt im Bootloader drin. Das hat AVM auch gar nicht groß geändert, obwohl die ja, wie gesagt, ihre Variante Eva nennen. Na gut. Alles klar soweit. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Und mich würde auch interessieren, ob ihr solche Exkurse in die ein bisschen hardware-nahe Geschichte euch das interessiert oder ob ich lieber bei der Konfiguration der Fritzbox bleiben soll. Es gibt übrigens schon wieder ein Labor-Update, das habe ich mir angeguckt, aber da ist echt nichts dabei, was interessant ist. Das sind Kleinigkeiten, irgendwelche Kindersicherungsteile funktionieren jetzt korrekt, die vorher manchmal zu Fehlern geführt haben und so. Also nichts Besonderes, deshalb werde ich da kein Video zu machen. Alles klar, bis bald, viel Spaß im Netz, macht's gut, bis demnächst.